Hi Chris, Hallo Lennart, wo sind wir heute? wir sind bei AIOR.de, neues Format. Cool, erzähl mir mehr. Wir sind der deutschsprachige Podcast für AI und alles, was damit zu tun hat. Und wir fragen uns, AI oder was? Ja, und natürlich auch der einzige. Es gibt Der sonst einzige Podcast weltweit. auf Deutsch, Der beste jedenfalls. aus Hamburg, Aus im Hamburg. Grünen. Im Grünen, im schönen Hamburg. Worüber sprechen wir heute, Lennart? Ich glaube, wir sollten nochmal über das Thema sprechen, KI in Public nutzen oder in Private. Und ich beziehe mich damit nicht auf Public, dass du alle deine ChatGPT-Chats mit der ganzen Welt teilst. Die kannst du gerne bei dir lassen, sondern eher im Sinne des Unternehmens. Ich glaube, wir hatten beide zufällig diesen Tweet gelesen von Shopify oder vom CEO von Shopify, der recht cool erklärt hat, dass sie intern natürlich ganz viel KI nutzen, sonst würden wir heute nicht drüber sprechen, aber dass sie das bewusst so entschieden haben, dass die Konversation mit der KI oder mit dem Agenten nicht in Private Messages stattfinden können, bei Slack beispielsweise, sondern immer in Public Channels oder Semi-Public Channels, die unternehmensweit zugänglich sind, passieren müssen. Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema und darum hätte ich gesagt, was hältst du davon? Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, weil wir im Unternehmen ja auch die Herausforderung, wie lernen denn Leute mit KI umzugehen? Man hat so seinen Chat, man macht seine eigenen Erfahrungen, man merkt sich, wie kann ich Prompts machen, aber ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie du jetzt deinen Claude oder deinen ChatGPT nutzt. Und wir haben dann Skills und die kann man teilen, aber das sind ja dann die Endprodukte. Dann habe ich auch noch nicht gelernt, wie ich einen Skill erstelle. Und dann so am Watercooler, an der Kaffeemaschine, dann spricht man mal darüber, ja, wie hast du denn das Problem gelöst? Ja, ich sage zum Beispiel Claude, er soll mir 10 Rückfragen stellen. Das schreibe ich immer am Ende meines Prompts. Bitte stell mir 10 Rückfragen, um den Scope zu Klarheit da zu finden. Das macht Claude auch dann gut und andere kamen gar nicht auf die Idee, solche Rückfragen zu stellen. Und das würde man lernen, wenn man jemand anderem über die Schulter gucken könnte, wie die Person die KI bedient. Und das fehlt. Du meinst, das wäre dann so ein bisschen die moderne Variante von dem Setup, was vielleicht viele früher vor Covid kennengelernt haben, als man, ich sag mal, als Junior, was auch immer das dann immer heißt, aber neben den erfahrenen Entwicklern oder Kolleginnen und Kollegen saß und so ein bisschen über die Schulter geschaut hat, gesehen hat, wie entwickeln die, wie bauen die Slides, wie reden die mit Kunden, wie gehen die mit schwierigen Situationen um. Ist das deiner Meinung nach so das digitale Äquivalent davon? Ich würde schon sagen, wir sind ja eine Remote First Company obendrein. Das heißt, selbst das physische Miteinander sprechen fällt häufig weg. Wir haben natürlich Meetings und Alignments und so, aber da spricht man über die Arbeit und nicht, wie man die Arbeit erledigt. Und dann sitzt jeder alleine vor seinem ChatGPT, so wie du es gesagt hast, und probiert Sachen aus, macht Erfahrungen. Das zu teilen, stelle ich mir schwierig. Und was war jetzt der Ansatz von Shopify in Slack-Channel? Genau, also sollte jeder vielleicht nochmal im Detail nachlesen, bevor ich jetzt hier falsche Nachrichten verbreite. Aber ich glaube, die nutzen sehr viel Slack und die haben dann dedizierte Slack-Channels, die genutzt werden, damit ganz absichtlich bestimmte Konversationen mit der KI dort geführt werden. Also ich glaube, verstanden zu haben, dass natürlich nicht jede Konversation mit KI immer zu öffentlich ist, also unternehmensweit öffentlich ist. Und dass es natürlich auch viele Use Cases gibt, die nicht dafür gedacht sind, dass sie natürlich alle mitbekommen. Da gibt es ja dann noch immer so ein paar Sachen, die in einem Unternehmen vielleicht eher administrativer Natur sind oder vielleicht doch nicht so spannend für alle sind. Aber ich glaube, verstanden zu haben, dass insbesondere die Head-Offs oder so angehalten waren, die Konversationen immer mal im Public zu führen, um beispielsweise Präsentationen, die sie mit dem Agenten bauen, dort halt abzustimmen und zu prompten und mal so ein bisschen Pushback zu geben und nicht immer zu sagen, erst die Idee von Claude, ja passt, nehmen wir, kann raus, sondern auch mal wirklich Feedback zu geben und verschiedene Sachen auszuprobieren und das in einer Art und Weise zu machen, dass halt andere Teammitglieder das halt lesen können. Das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also wir haben zum Beispiel einen Scrum Master als Bot, als Agent, der unser Jira-Board immer mal aufräumt. Der guckt, sind die Tickets alle richtig zugewiesen, sind die in den richtigen Projektphasen. Das ist im Prinzip ein Projektmanager. Und den habe ich selbst gebaut und selbst instruiert. Da hat mir jetzt niemand über die Schultern geschaut. Der wird aber immer besser mit Edge Cases, mit Sonderfällen gefüttert. Das könnte ich ja auch in einem öffentlichen Slack-Channel machen, indem ich mit diesem Bot spreche und ihm sage, so und so sollten wir das machen. Die Kollegen könnten sich den Chatverlauf anschauen und auch durchsuchen dann später und nachvollziehen, warum haben wir denn entschieden, dass der Bot jetzt so und so agiert. Wäre ja dann auch ein Archiv als Entscheidungslogbuch sozusagen, könnte man das Ja. nutzen.
Ja, total. Was ich mich dabei nur frage, glaubst du, das würde diese Müdigkeit, die wir alle empfinden, mit zu vielen Benachrichtigungen in Teams, in Slacks, glaubst du, das würde das noch mehr anfeuern oder würde das vielleicht sogar ein Stück wieder davon wegnehmen, weil wir halt schneller lernen, was wir lernen müssen und damit woanders Zeit sparen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle Chats von allen Leuten immer alles lese. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen verabschieden von der Erwartung, dass man alle Chats immer gelesen hat. Aber das ist dann ein eigenständiges Thema, wie man seine Kommunikationskultur, glaube ich, aufbaut. Ja, Als ab und zu mal reinschauen, mal drüber scrollen in einer ruhigen Minute oder gezielt suchen, wie war das jetzt eigentlich, warum wird denn das Ticket immer der Person zugewiesen? Ach, weil wir damals das so entschieden haben. Da, glaube ich, liegt eher der Wert, als dass ich wirklich alles immer mitbekommen würde. Wie du sagtest, ich glaube auch nicht, dass man alle Chats jetzt in meiner täglichen Arbeit da gut aufgehoben wären, die in öffentlichen Channels zu führen, sondern dann tatsächlich auszusuchen, das ist ein Bot, der alle betrifft, der entscheidet Dinge für alle, indem er dieses Projektmanagement umsetzt. Dann geht es auch alle irgendwann ein Stück weit an, weil die Arbeit davon beeinträchtigt wird. ja. Und jetzt mal in die Zukunft gedacht, wir haben immer über einen Bot gesprochen oder ich sage mal für einen Use Case. Glaubst du, das würde immer noch gut funktionieren, wenn wir verschiedene spezifische Bots haben oder Agenten haben, die ganz bestimmte Aufgaben übernehmen? Ich würde sogar eine Stufe weitergehen und sagen, Agenten sind neue Kollegen, mit denen man im Channel kommuniziert. Und ja, man hat One-on-Ones mit Kollegen, aber eigentlich wäre es ja besser, wenn Gespräche öfter Ja. einem breiteren Publikum offen stehen, damit mehr Leute den Kontext bekommen, optional. Man kann sich dazustellen, man kann ein bisschen mithören, man muss nicht immer dabei sein. Wenn wir begreifen vielleicht Agenten als Persönlichkeiten, als Kollegen, die einen Aufgabenbereich haben und dann überlegen, ja, wie würde man einer Person delegieren? Vielleicht wäre das ähnlich dann auch mit dem Agenten so. Hier sind die Aufgaben, hier ist der Kontext. Die Person kann Rückfragen stellen. Warum kann der Agent nicht auch Rückfragen im Channel stellen? Und jemand, der es weiß, kann dann auch einspringen und antworten. Also ich finde es ein interessantes Modell. Wir haben es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich wäre sehr offen dafür, das einmal einzurichten und auszuprobieren. Ich denke, wir sollten das ausprobieren und vielleicht können wir das auch so bauen, dass wir da vielleicht sowas wie Hashtags einbauen oder irgendwelche Marker, an denen man das hinterher nochmal suchen kann, weil ich mir vorstellen kann, dass es irgendwann einmal den Use Case gibt. Ich kann natürlich irgendwie interessiert nachlesen, was andere gemacht haben, wenn sie mit diesem Agenten interagiert haben. Und gleichzeitig wird es sicherlich so sein, dass ich in 2,5 Monaten denke, oh, Chris hat sowas schon mal hier gemacht und ich glaube, er hat das in dem öffentlichen Channel gemacht, aber ich finde es gerade nicht wieder. Und dann werde ich die Suche bemühen und dann hoffe ich halt, dass ich es über irgendwelche markanten Dinge wiederfinden kann. Ich glaube, vielleicht können wir da irgendwas einbauen. So mein Ansatz wäre, den Agent zu fragen, hey, erinnere dich zurück, das Ja. Thema wurde besprochen. Ja, wie habt ihr es letztes Mal gemacht? Vielleicht können wir das auch so bauen, ja. Bring mich da up to speed. Ja, der vergisst ja weniger oder kann es zumindest effizienter suchen. Ja, wahrscheinlich wird er bis dahin auch so weiterentwickelt worden sein, dass er es sowieso besser macht. Vielleicht macht es dann auch gar keinen Sinn zu fragen, wie hast du es vor 2 Monaten gemacht? Sondern mach sie jetzt einfach besser. Ja, ja. Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, was wir eigentlich auch fast täglich besprechen, aber es wird ja nicht schlechter dadurch. Diese Kreativität im Zweifel rauszufinden, hey, Suche nach Hashtags, das ist irgendwie so 2020er. Jetzt müssen wir eigentlich die richtigen Fragen an den Agenten adressieren und sagen, finde du raus, wie es geht. Wie glaubst du, kann man die fördern? Die Kreativität wird jetzt tatsächlich mehr gefragt. Leute, die Ideen haben, die überlegen, hey, der Agent kommt nicht von alleine auf die Idee, irgendwas zu machen. Der empfängt Befehle, der versucht, die umzusetzen. In der Umsetzung mag das sein, dass er dann Ideen entwickelt und Ansätze entwickelt. Aber den Grundgedanken oder den Geschmack zu haben, das möchte ich als Ergebnis raushaben, das zu definieren, das ist die kernmenschliche Aufgabe. Und da hoffe ich, dass Leute einerseits ja, die Bereitschaft haben, mit der Technologie zu agieren, andererseits auch dann die Offenheit. Ich habe noch nie probiert, das einem Agent zu übergeben. Vielleicht schafft das ja mittlerweile. Wir sind ja nicht mehr auf ChatGPT 3.5 Niveau. Wir sind ja ein bisschen weiter. Manche sagen, wir sind nicht mehr beim Junior-Spezialist, wir sind jetzt beim Senior-Specialist. Ja. Ja, ich würde das bestätigen. Ich meine, es kommt natürlich immer noch mal drauf an, wo man da jetzt eigentlich die Grenze zieht und ob das jetzt immer besser ist als. Aber das ist komplett eine eigene Episode. Eigene Episode und andere Konversation, wollte ich sagen. Nein, ich würde das schon so sehen und ich würde
vielleicht 2 Dinge vorschlagen. Vielleicht macht es wirklich Sinn, wenn man sich immer bei einem neuen Problem wirklich mal fragt, muss ich das noch von Hand lösen oder kann man das Agent unterstützt lösen? Ich sage das absichtlich so vorsichtig, weil ich jetzt natürlich auch nicht so in diese Hype-Bro-Bubble rein möchte mit der Aussage, dass ich sage, alle Aufgaben müssen immer nur von KI gemacht werden. Ich glaube, da gibt es solche und welche, die funktionieren gut und welche, die funktionieren nicht. Aber ich glaube, es schadet nicht, entweder mal Inventur zu machen der täglichen Aufgaben und zu überlegen, was mache ich eigentlich jeden Tag von Hand, so im Privaten, im Beruflichen, überall. Möchte ich das weiter von Hand machen und kann ich nicht Schritte davon automatisieren? Vielleicht brauche ich sie auch gar nicht mehr, dann muss ich sie auch gar nicht erst automatisieren. Und das Zweite ist, bei unbekannten Herausforderungen, ich will gar nicht von Problemen reden, einfach auch mal so ein bisschen zurückpushen und die KI ein bisschen herausfordern. Weil ganz oft mir der Eindruck entsteht, dass Leute dann irgendwie eine Aufgabe an KI übergeben, dann funktioniert es nicht und dann sagen sie, okay, KI funktioniert für mich nicht. Oder es ist halt nicht gut genug. Und da würde ich schon das Gegenteil behaupten und sagen, ich glaube, dann sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Dann musst du halt andere Wege finden, die zu motivieren und zu fordern, zu aktivieren. Für mich ist es vielleicht so ein bisschen vom Bild her so, wie ich mir die Hackerkultur in den späten 80ern und 90ern vorstelle. Okay. Als die Leute mit Hardware natürlich viel, aber auch viel mit Software sich auseinandergesetzt haben und gesagt haben, keine Ahnung, wie es geht. Es gibt hier irgendwie Handbücher, aber so richtig viel gibt es halt noch nicht. Und wir probieren einfach mal aus, wie man diese Bauteile miteinander kombinieren kann. Und ich gucke mal, was ich hier machen kann und so. Und so kommt mir das mit KI vor. Und das Äquivalent von einem Typen, der mit so einer kleinen Pfeife in ein Telefon flötet, um kostenfrei interkontinental Telefonanrufe zu tätigen, ist dann vielleicht, dass es jemanden gibt, der einen besonders effizienten Weg gefunden hat, seine Arbeit von Claude erledigen zu lassen. Also ist es ja nicht jeder Captain Crunch in seiner Mentalität. Aber was kann ich denn jetzt als, ich sag mal, Nicht-Hacker tun, um da ein bisschen voranzukommen? Vielleicht einfach den anderen über die Schulter schauen mit den öffentlichen Channels. Wenn wir KI im öffentlichen Raum betreiben oder im semi-öffentlichen Raum, vielleicht ist es aber auch gezielter, mal auf X oder auf Reddit oder auf YouTube sich mal anzugucken, was andere Menschen machen. Und da rede ich gar nicht mal so von den Tech-Podcasts, sondern vielleicht auch mal ganz bewusst, auch wenn ich jetzt kein Marketing mache in meiner Jobfunktion, aber mir vielleicht mal angucken, wie funktioniert eigentlich Marketing mit KI? Nur um so ein paar Inspirationen zu bekommen. Da gibt es dann Leute, die lassen mit Claude Code irgendwelche Skripte für Videos bauen, die sie dann auch wieder automatisiert erstellen lassen. Das sind ja Ideen, die hätte ich vielleicht nie gehabt, weil ich gar nicht so tief in dem Thema drin bin. Jetzt habe ich es einmal gesehen und jetzt kann ich überlegen, kann ich das nicht vielleicht auch für Infosec anwenden? Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Sollten wir mal ausprobieren. Sollten wir mal ausprobieren. Sollte jeder ausprobieren. Genau, wenn es da gute Kanäle gibt oder gute Beiträge, dann wäre ich sehr dankbar über einen Link. Ich kenne da einen. aior.de. Sollte man mal vorbeischauen. Sollte man mal vorbeischauen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.